Hallo zusammen, ich freue mich auf dieses Video. Mit dem Einstieg in die Selbstständigkeit kommen nämlich auch Pflichten auf uns zu, wie die Buchführung zu erstellen, Umsatzsteuervoranmeldungen und Steuererklärungen einzureichen. Und da kommen wir zu dem Problem, dass es häufig überhaupt schwer ist, einen E-Commerce-Steuerberater zu finden. Die andere Option ist, die Buchhaltung selber zu führen, und dazu ist dieses Video. Dafür haben wir einen Experten heute hier, der uns genau zeigt, wie man das automatisieren kann, was man alles selber machen darf und wo dann tatsächlich die Grenzen sind. Also auf geht's ins Thema. Und damit begrüße ich auch unseren Gast heute, der uns überhaupt das Thema möglich macht. Wer schon von euch auf E-Commerce-Events war, hat ihn wahrscheinlich schon mal gesehen. DHW-Gründer und E-Commerce-Steuerberater Christian Deak. Hallo Christian. Moin, moin zusammen. Vielen Dank, dass du hier bist und heute mal richtig Licht ins Dunkel bei dem wichtigen Thema bringst. Und bevor wir da reinspringen, stell dich doch erstmal vor, erzähl doch mal allen, wer du bist. Ja, gerne. Also Christian Deak ist mein Name. Ich bin Gesellschafter, Geschäftsführer der DHW Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Oberhausen. Wir sind auf E-Commerce und SaaS spezialisiert, unterrichten auch E-Commerce deutschlandweit an andere Kanzleien. Und heute bin ich hier aus folgender missionarischen Gründen. Und zwar, ich möchte ganz gerne auch Leuten helfen, die beim Thema Selbstbucher noch Fragezeichen haben und auch ein paar Lösungen mit an die Hand geben, wie man sich zum Beispiel auch steuerlich gut up-to-date halten kann. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich kann euch sagen, das war so ein knapper Auszug aus Christians Lebenslauf. Zudem kommen wirklich die allergrößten E-Commerce-Händler in Deutschland. Und er ist aktuell sogar der einzige Steuerberater, der E-Commerce-Steuerberater ausbildet. Hier sitzen wir mit dem Wissen an der Quelle und damit wollen wir jetzt loslegen zum Thema Selbstbucher. Was ist eigentlich möglich? Ich würde mal sagen, wir starten mit dem ersten Fall und mit dem leichtesten Fall. Im ersten Schritt ist es so, dass Steuerberater im Regelfall nicht gerne Selbstbuchermandate aufnehmen. Das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass man unterjährig mit der Finanzbuchhaltung kein Geld mehr verdient, sondern dass unterjährig erstmal keine Kontrolle über die Buchhaltung gewährleistet ist. Das heißt, man würde das erst am Jahresabschluss sehen. Das ist im E-Commerce ein Riesenthema, weil das, was falsch gelaufen ist, in den Tools ist und das nicht mich anschreit und dann sagt, hey, hier ist ein Fehler. Und wir spielen ja am Ende des Tages dann die Buchhaltung aus welchem System auch immer einfach ein und nehmen das für Gott gegeben hin. Das heißt, alle Fehler, die es unterjährig gab, werden in dem Punkt am Jahresende einfach nur noch abgenickt, weil nämlich in eurem Stempel hinter drauf steht, ich habe den Jahresabschluss auf den mir vorgelegten Unterlagen erstellt. Fertig. Und das ist auch meistens der Grund, warum dann beim Jahresabschluss die Mandanten entweder rausgeschmissen werden, weil es dann doch einfach nicht passt, oder die Sachen einfach falsch durchlaufen. So. Und in der Statistik ist es so, dass nicht mal 1 Promille der deutschen Steuerberater von E-Commerce tatsächlich mal was gehört haben. Und da muss man sich halt wirklich drauf spezialisieren. Das ist tatsächlich so. Die nächste Statistik sagt, 85% aller deutschen Steuerberater haben kanzleiweit, also in der ganzen Kanzlei, nicht mal 5 Online-Mandate. So, und jetzt gehen wir zurück zum Selbstbucher. Ja, es ist möglich, seine Buchhaltung selber zu machen. Ich gebe euch jetzt meine Struktur, die ich im Kopf habe, mal mit auf den Weg. Wir fangen bei dem kleinsten an, und zwar bei dem national handelnden E-Commercer. Und da habe ich jetzt gerade mit meinem Kollegen noch lange diskutiert, welches Standard-Setup ich euch hier empfehlen könnte. Das ist relativ simpel. National handelnder E-Commercer, der schnappt sich bitte ein Bilby, weil er dafür eine Warenwirtschaft hat und auch gleichzeitig ein Multi-Channel-Tool hat und spielt die Sachen dann in ein Lexware Office ein. Danke Christian schon mal für die Tool-Empfehlung. Wir wollen ja genaue Daten und alles automatisiert haben, damit es wenig Arbeit macht. Alle Links sammle ich dir unter dem Video in der Beschreibung. Da bekommst du noch Rabatte oder kostenlose Testphasen zu LexOffice, allen Tools, die Christian nennt, und noch seinen Selbstbucherkurs für Leute, die weitergehen möchten. Der Vorteil bei Lexware Office ist meiner Meinung nach dass, wenn man sich die Schnittstellen, also die REST-API-Schnittstellen von Lexware Office wirklich mal so durchliest, auch im Bereich E-Commerce, da sehr, sehr viel zu holen ist.
und dass Lexware Office meiner Meinung nach wirklich intuitiv verständlich ist. Aber dann braucht ihr quasi ein Bilby für eure Warenwirtschaft und ein Buchhaltungstool, das wäre dann zum Beispiel Lexware Office. Wenn ihr dann da zum Beispiel mal bei Lexware Office auf die Erweiterung geht, werdet ihr feststellen, wie unfassbar viele Schnittstellen es gibt. Und ihr habt im E-Commerce halt eben die Herausforderung, dass solange ihr kleiner seid, und kleiner im steuerlichen Sinne bedeutet weniger als 800.000 Euro Umsatz oder weniger als 80.000 Euro Gewinn pro Jahr, seid ihr ja sogenannte Einnahmeüberschussrechner. Und für diese Einnahmenüberschussrechner, das heißt einfach nur plus, minus, braucht ihr keine besonderen Tools, die Warenbestände buchen können, Kontenzwecke implementieren können, Steuersätze und so weiter. Das braucht ihr alles nicht. Ihr braucht halt aber ein Tool, was das so vorbereitet, dass die notwendigen Informationen einfach mitgeliefert werden. Das macht zum Beispiel ein Bilby. Das heißt, ihr könnt an Amazon an ein Bilby anschließen und eure Shop-Systeme, wie auch immer sie heißen, guckt einfach, ob Bilby da was zu hat. Bilby ist da einfach sehr breit aufgestellt und danach kommen die Sachen dann zu einem Lexware Office. Das Besondere hierbei ist, dass Lexware Office mit Bilby eine so gut geartete Integration hat, dass die Programme untereinander und miteinander sich synchronisieren können. Das heißt, der eine schickt dem anderen nicht nur was rüber, sondern die synchronisieren sich sogar. Das hat dann in dem nächsten Schritt eine Konsequenz. Also ihr habt euch gemerkt, nationaler Händler, ne? Bilby, Lexware Office, fertig. Jetzt nächster Schritt wäre der OSS-Händler, also derjenige, der in Europa noch ein bisschen seine Ware verteilen möchte. Vielleicht ein Tipp an der Stelle, wenn ihr Existenzgründer seid oder noch kleiner seid. OSS hat eine Vorlaufzeit, ne? Das möchte ich nur am Rande mal droppen. Ihr könnt nicht von jetzt auf gleich am One-Stop-Shop, also am OSS, teilnehmen. Ihr braucht halt eine Vorlaufzeit und ihr habt 10.000 Euro Umsatzschwelle pro ganze EU. Und wenn ihr nicht genau wisst, wann ihr die reißen werdet, dann verzichtet bitte einfach darauf und geht direkt zum OSS. Denn in der Zwischenzeit müsstet ihr euch ansonsten in jedem Land steuerlich registrieren und unter einen Steuerberater finden. Für vielleicht noch 6 Wochen. Werdet ihr nicht finden. Ist ein Riesenthema, deshalb besser verzichten direkt zum OSS. Und dann stellt sich die Frage, was für Tools nehme ich denn da wieder? So. Und ich hatte ja vorhin gesagt, Bilby und Lexware Office funken miteinander. Es ist immer wichtig zu wissen, wer die Rechnung schreibt. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Tool, was eine One-Stop-Shop-Meldung, also eine Datei erzeugt, das wäre dann in meinem Fall das Buchhaltungstool, dann eben halt Lexware Office, müsste normalerweise die Rechnung dafür selber generieren. Und die haben dafür ein Standard-Setup aufgebaut, dass, weil die halt gut miteinander kommunizieren, trotzdem Bilby die Rechnung schreibt. Die Daten werden bei Lexware Office importiert, richtig ausgelesen und du kannst dann trotzdem in Lexware Office die OSS-Datei erzeugen und sie dann bei MeinBob, zeige ich dann im Kurs auch, wo man was findet, einfach hochladen, also für dich selber. Und dann ist das Thema durch. Es werden von Bilby auch alle Daten mit rüber geschliffen, die ihr so braucht, also Steuersätze der jeweiligen EU-Länder und so weiter, dass das reibungslos funktioniert. Der letzte Fall, der größte Fall, ist jetzt für mich der international tätige Online-Händler, der auch Warenlager, also PAN-EU, CE und so weiter hat. So. Es wäre möglich, mit dem gleichen Setup, also zum Beispiel mit Bilby und Lexware Office, diese ganze Chose abzubilden. Wir persönlich nehmen solche Selbstbucher aber nicht auf und der Hintergrund ist folgender. Wenn ihr zu den ganz Großen geht, wie ein Account One, ein Texto, ein AMA-Invoice oder ein Pathway, die eure Daten dann aufbereiten für einen international tätigen E-Commercer, die generieren alle Buchungssätze, also Buchungssätze, Steuerschlüssel oder haben wirklich seitenlange Kontenzwecke, die einmal hinterlegt werden müssen. All das kann Lexware Office zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Das heißt, die Integration von den Großen kriegt ihr nicht hin, weil ein Lexware Office keine Buchungssätze empfangen kann. Lexware Office kann Buchungssätze ausgeben zum Steuerberater, aber keine empfangen. Das heißt, dieser Weg ist für euch zu.
Das kriegt ihr im nationalen Fall hin, im OSS-Fall kriegt das auch noch hin, aber im internationalen ändert sich einfach viel zu viel und ihr habt keine Möglichkeit, die Sachen zu korrigieren. So. Und es werden nach den Korrekturen auch Rückfragen definitiv vom Finanzamt kommen, vielleicht auch mal mit einer Umsatzsteuernachschau, was jetzt alles nichts Wildes ist. Also ihr provoziert damit Sachen, auf die ihr ganz mit Sicherheit auch keine Lust habt. Deswegen kann ich es euch nicht empfehlen, auch wenn es eventuell technisch machbar ist, aber nur dann, wenn sich nichts ändert. Also eventuell technisch machbar ist mit zum Beispiel einem Bilby, aber es darf sich gar nichts ändern in keinem Land und es darf gar keine Korrekturen geben, dann ja, aber das passiert permanent, deshalb nein. Und die einzige Alternative zu einem LexWare-Office, die ich euch dann anbieten könnte, wäre, dass ihr bei einem Steuerberater eurer Wahl als Buchhaltungstool dann eine sogenannte DATEV-Einzelplatz-Version bekommt. Weiß gar nicht, wo das Ding liegt. Ich sage jetzt mal 30 Euro im Monat oder so. Dann könnt ihr in der DATEV selber buchen. Derjenige, der das gemacht hat, wird wissen, wovon ich jetzt spreche. Sexy ist anders. DATEV ist einfach kein Programm, was auch nur ansatzweise den Wunsch hat, sexy oder eine schöne Usability zu haben. Da müsst ihr buchen können. Aber da könnt ihr dann von den großen Datenintegratoren wie Pathway, Invoice, Account One, wie auch immer, Texto, wie auch immer das heißen, die Buchungssätze wiederum empfangen. Das heißt, wir bleiben bei unserem letzten Setup, international tätiger Online-Händler, nehmen wir nicht auf jemand, der selbst bucht, auch wenn es theoretisch möglich wäre, aufgrund der Änderungen. Das heißt, ihr hättet nur noch eine andere Wahl, das wäre mit einer Dativ-Einzelplatz-Version. Dann wäre das theoretisch möglich, aber ihr müsst euch bitte mit dem Mindset darauf einlassen, ihr müsst regelmäßig Dinge ändern und neu einspielen. Das heißt, wir haben mit dem Mythos, Selbstbuchen ist immer gut, jetzt schon mal aufgeräumt. National, OSS und international. Und das Letzte, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, tun wir mal so, ihr habt ein wunderbares Setup und das läuft und ihr geht dann, also als Tipp, ne, dann über die 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Gewinn, werdet ihr irgendwann dazu aufgefordert werden, eine Bilanz abzugeben. Ne, dann kriegt ihr so ein Schreiben, dann steht dann drin, bla bla bla, ab dem 1.1. des Folgejahres bitte bilanzieren. Da achtet ihr bitte darauf, dass ihr also im ersten Schritt einen sogenannten Übergangsgewinn versteuern müsst. Den wird es dann geben. Das heißt, es wird eine Überleitungsrechnung von einer Einnahmenüberschussrechnung auf eine Bilanz erzeugt. Das ist der erste Punkt. Wenn ihr nämlich zum Beispiel im Dezember, ja, weil es immer so wunderbar ging, noch fröhlich Ware eingekauft habt, dann ist eure Liquidität weg. Bis dahin auch euer Gewinn weg gewesen. Und bei der Überleitungsrechnung wird der Gewinn komplett zurückgerechnet. Das heißt, eure Liquidität ist einfach weg und ihr müsst alles voll versteuern. Ja, das muss man wissen, weil das wird dann ein Waterloo, ne? Wenn du kein Geld mehr hast, aber musst voll Steuern bezahlen, obwohl du eigentlich dachtest, dass du durch den Wareneinsatz die Steuern auf Null drückst. Das ist dann nicht mehr so. Es wird dann auch in Zukunft nie mehr so sein, weil bei der Bilanz ist das dann raus. Und du musst nämlich dann jeden Monat den sogenannten Warenbestand aktivieren bei dir. Und der ist hundertprozentig der heilige Gral für euch, weil mit dem Warenbestand steht und fällt eure Bilanz wirklich ins Bodenlose, wenn ihr das nicht buchen könnt. Und das könnt ihr aktuell in den Selbstbuchungstools nirgendwo. So, das heißt, der Warenbestand, halbfertige Erzeugnisse bei Dienstleistungen wäre ein Thema, funktioniert nicht. Und das Thema Verrechnungskonten, ne, generell als Selbstbucher, ihr müsst dann dafür Sorge tragen, dass eure Verrechnungskonten sich ausgleichen. Aber denkt bitte dran, sobald ihr in die Bilanz kommt, ist Warenbestand für euch das K.O.-Kriterium, dann braucht ihr eine Software, die Warenbestände buchen kann. Und das können diese Selbstbuchungstools im Regelfall nicht, weil dafür sind die gar nicht gebaut worden. Und die Masse, darf man auch nicht vergessen, die Masse der Buchungen, die da so reinflattern, auch dafür ist ein Selbstbuchungstool nicht gedacht worden. Also ein Lex für Office, Fastbill, EasyBill machen alle einen tollen Job, alles gut. Aber die sind nicht dafür gedacht, eine Massenbuchhaltung komplett abzubilden. Das muss man einfach wissen. Das heißt, Fazit ist, ihr beginnt, seid klein, unter 800.000 und 80.000 Gewinn. Selbstbuchung ist möglich. Beim nationalen Fall Bilby plus Lex für Office passt. Beim OSS-Fall
wieder Bilby plus LexWare achtet dann nur auf die vernünftige Datenintegration. Und beim internationalen Fall wäre es mit Bilby auch möglich. Ich kann euch aber nur davon abraten, weil ihr kriegt die rückwirkenden Änderungen nicht mehr in die Programme rein und habt dann natürlich auch ein Problem mit den Meldungen von One-Stop-Shop, die korrigiert werden müssen und so weiter. Das ist unser täglich Brot und da haben wir schon drunter zu knacken. Wenn man die Tools dafür nicht hat, dann wird das echt spaßig, auf gut Deutsch gesagt. Also ich unterstütze das, dass Leute selbst buchen. Mir ist nur wichtig, wenn es über eine KI zu machen ist, dann ist das gut. Dann brauche ich hier keinen Steuerfachangestellten, der irgendwas tippt. Hervorragend, alles gut. Aber das Thema wirklich im E-Commerce ist, dass E-Commerce ein toolgetriebenes Geschäft ist. Und ihr müsst ja wissen, wo es Probleme gibt, was neu gemacht wird. Ihr müsst also die gleiche Informations- und Datenquelle haben wie wir, die ihr nicht habt. Und dann könntet ihr theoretisch zumindest, wenn ihr da voll dran bleibt und euch erkundigt und macht und tut, das hinterher dann selber machen. Aber die Praxis zeigt im Bereich E-Commerce, je größer die Jungs werden, desto weniger haben die genau dafür Zeit. Naja, und E-Commerce-Betriebsprüfung, da möchte ich jetzt nichts drüber zu erzählen, aber das ist nicht so schön. Lastet. Also ich würde euch beispielsweise Folgendes vorschlagen. Ich gehe mit euch mal hier auf meine eigene Seite einfach mal drauf. Ihr findet auf der DHW-Seite, im ersten Schritt findet ihr Steuerkurse. So, da beginnt es damit, dass ihr euch zum Beispiel mal einen Gründerkurs anschaut. Also wie gründe ich mich, in welcher Rechtsform, in welchen Schritten, wie lege ich Steuern zurück, wie sollte es in der Praxis funktionieren. Das ist kein Hochreck, das ist völlige Basisarbeit. Und wenn ihr euch selbstständig macht, dann beginnt halt bitte in so einem Art Baukastensystem, also wie eine Art Kuchenbacken in verschiedenen Phasen, beginnt national, baut dann, wenn die Struktur gut ist, den OSS obendrauf. Also wie gesagt, wenn die Struktur gut ist. Und dann bitte PAN-EU, CEE international und vernetzt euch mit Leuten, die am besten schon etwas weiter sind als ihr. Einfach nur, damit man gewisse Erfahrungen nicht mit dem Geldbeutel bezahlen muss, sondern halt eben kluge Menschen lernen ja aus Fehlern von anderen, ne? So sagt man. Genau das euch ersparen könnt. Gerade am Anfang, wenn die Kohle auch auf gut Deutsch gesagt knapp ist. Und damit haben wir auch den letzten Fall besprochen. Hey, Christian Deak, vielen Dank fürs Reinkommen hier, fürs Teilen von so viel geballtem Wissen in so einem übersichtlichen Video. Also ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Das war auch nur der Teil 1. Hier hast du die Basics und die Grundlagen gehört. Wir machen in Teil 2 die Praxis. Wie sieht es tatsächlich in LexOffice raus? Wie kommen die Datensätze von Amazon rein? Das gucken wir uns live an im nächsten Video mit Christian Deak. Ich freue mich drauf. Danke für euch fürs Ansehen und an Christian fürs Dabeisein. Ciao.